Moin, liebe Lüt. Ich bin wieder hier beim Fiat Professional Partner in Bad Bramstedt. Wir sind gerade wieder dabei, ein paar neue Videos für euch vorzubereiten. Und ich glaube, ich muss euch als allererstes hier im ersten Video erstmal was gerade rücken, was richtig stellen. Vielleicht auch ein Stück weit was beichten. Denn wir haben hier so eine leichte Namensverwirrung entstehen lassen. Das wollen wir heute dann mal gerade rücken. Jetzt müssen wir noch mal klarstellen, wie das jetzt eigentlich mit dieser Namensgeschichte da gekommen ist. Wir haben also beim ersten Dreh haben wir uns hier getroffen, haben ich war vorher einmal da und habe mein Anliegen geschildert. Ihr erinnert euch vielleicht an meine Dieselpest-Geschichte, dass ich gesagt habe, Mensch, nach dem Winter, ich habe eine leichte Trübung im Dieselfilter drin gehabt. Ich möchte das gerne dann irgendwo filmen, wenn der Dieselfilter da rausgenommen wird. Das kam dann ganz anders, ne? Also die waren hier erstmal alle was erstaunt. Also ich glaube, du wusstest auch nicht so recht. Keiner von euch wollte so recht vor die Kamera, aber genau, du hast nachher gesagt, ich mache das. Ja. Ne? Also es war so, dass Michael gefragt hat und das war dann nach Feierabend und ich dann kurzfristig eine Entscheidung getroffen habe, dann gesagt, gut, das ist kein Problem, wir nehmen dein Anliegen an. Ja. Wir machen das. Und das ist nicht selbstverständlich. Also ja. Normalerweise kommt man heutzutage nicht einfach mal so in die Werkstatt. Das stimmt. Ne? Und am nächsten Tag dann fragte ich dann die Mitarbeiter, wer will auf ein Video. Keiner wollte auf ein Video und ich hatte dann Michael schon versprochen. Ja, ja. Dann war ich dann da selber derjenige, der dann das ganze Arbeit ausgeführt hat. Habe ich auch gerne gemacht. Und das muss man auch nochmal sagen. Wir hatten eigentlich nur vereinbart, ne, also diese Dieselfilter-Geschichte ist wichtig, dass ich das sehen kann. Und tatsächlich hast du mich die gesamte kleine Inspektion filmen lassen. Ja. Keine Selbstverständlichkeit, aber mega interessant, auch einfach mal zu sehen, was passiert bei so einer kleinen Inspektion eigentlich. Was macht man da eigentlich? Welche Schritte sind da alle mit dabei? Es ist ja doch eine ganze Ecke mehr, als man eigentlich so denkt, einmal Deckel auf, Öl neu rein. Richtig. Nee, es ist eine Ecke mehr. Ne? Und so haben wir uns dann an dem Tag kennengelernt und auch schätzen gelernt. Wir waren dann nachher am Ende von dem Dreh auch ziemlich schnell beim Du. Aber was mir beim ersten Dreh so ein bisschen im Kopf hängen geblieben war, und da war ich wirklich noch falsch verdrahtet, dass er Tekin heißt. Genau. Mein Name ist eigentlich Haji Tekin. Irgendwie ist es dazu gekommen, dass Michael mich Tekin genannt hat und ich werde im Allgemeinen in den meisten Fällen Tekin genannt und dabei ist das so geblieben. Mein richtiger Vorname ist eigentlich Haji. Es stört mich aber überhaupt nicht, wenn ihr mich Tekin nennt. Das ist überhaupt kein Thema, damit kann ich gut leben. So ist das auch damals entstanden. Im zweiten Videotermin, glaube ich, war das. Da habe ich dann nämlich tatsächlich, weil in der Zwischenzeit aus dem ersten Videodreh, das müssen wir jetzt auch mal klarstellen, ne? Wir haben 3 Termine bislang gemacht, oder beziehungsweise das hier ist der 3. Das heißt, wir haben vorher an 2 Tagen miteinander zusammen gedreht. Genau. Ne? Sind natürlich dann mehrere Filmchen draus geworden. Aus dem ersten Dreh heraus sind alleine schon, ich glaube, 3 Videos entstanden. Oh ja. Ja. Na, und in dem Zuge ist mir im Nachhinein mein Fehler bereits klar geworden. Beim zweiten Drehtermin habe ich dann also gleich als allererstes erstmal gesagt, du Haji, wir waren längst per Du. Ne? Ja. Also ich würde Haji mittlerweile auch als einen guten Freund bezeichnen. Das ist uns da irgendwie so rein entwickelt. Wir sollten das vielleicht mal klarstellen und richtigstellen. Und da war Haji aber auch noch so, dass er gesagt hat, nee, lass mal, ist schon gut. Und genau. Die Leute dürfen mich gerne Tekin nennen. Und so ist das dann ein bisschen dabei geblieben in dem Moment. Und dann ist mir das Zweite passiert, auch da mein Kopf in Asche. Ich bin kein Profi, das merkt ihr. Ich werde vielleicht, ich hoffe, allmählich immer besser. Ich versuche da immer an mir zu arbeiten. Aber beim zweiten Termin hatten wir dann auch ein Vorgespräch vorher gemacht, worum es um welche Themen es geht. Und da hatte Haji auch so ein bisschen Bedenken, er kennt das Ganze ja nun von der technischen Sicht, dass er das nicht so gut erklären kann, dass das jeder verstehen kann. Da hatten wir also im Vorgespräch uns darüber dann unterhalten, dass er dann das technisch erklärt und ich dann versuche dann immer das Ganze dann auch so zu erklären, dass das auch ein Laie dann nachvollziehen kann, worum es überhaupt geht. Und da bin ich dir einige Male ins Wort gefallen, wo mir einfach die Übung gefehlt hat. Deswegen, ich senke mein Haupt in Asche, wenn immer da auch heute noch ein Kommentar kommt. Also über ein Jahr später kriege ich immer noch regelmäßig Kommentare auf diesem Video, weil das ja auch immer noch gerne geklickt wird.
dass das unhöflich ist, ihm ins Wort zu fallen. Also das war einfach, ich bin kein Profi, du bist kein Profi. So sieht's aus, ja. Wir haben da also ein bisschen unsere Zeit gebraucht, um das Ganze dann irgendwo dann auch gerade zu rücken und richtig zu bekommen. Ne? Hat inzwischen ganz gut geklappt und wir kriegen unheimlich viel Feedback da drauf. Also bei dir geht ja auch einiges so an Telefonaten ein inzwischen und ich glaube, du hast auch ein paar neue Kunden gekriegt. Genau, ne? also Thema Kommentare, ich lese mir möglichst alle, also ich will nicht versprechen 100%, aber ich lese mir schon viele Kommentare durch und habe auch in der Zwischenzeit recht viele Terminvereinbarungen bekommen aus Berlin, Wuppertal, aus recht deutschlandweit und auch telefonische Anfragen, die dann nach Informationen, nach normale Fragen gestellt haben, weil ihr Fahrzeug in der Wohnmobil in der Werkstatt ist und die dann nicht weiterkamen. Ja. Ich hoffe, dass ich so gut wie es geht helfen könnte. Und Ziel war eigentlich auch nicht in dem Sinne, neue Kunden zu gewinnen oder eine Werbung zu machen, sondern hauptsächlich den Kunden weiterhin zu helfen, um möglichst Kosten zu sparen, Fehlern vorher zu verhindern. Boah, alles ohnehin heute schon so teuer geworden ist. Genau, das finde ich auch also unheimlich erwähnenswert hier, dass er einfach sagt, Mensch, wirklich, ich könnte auch das einfach nicht sagen. Die Leute landen dann bei mir in der Werkstatt und ich kann ja auch dann an der Werkstatt theoretisch Geld dran verdienen. Aber es war dir wirklich ein Anliegen bei einigen von den Videos. Mensch, Leute, beim AdBlue Tank das Video. Ich verlinke euch das hier oben mal. Da könnt ihr einfach, indem ihr euer Verhalten ändert, teure Reparaturen verhindern. Also im simpelsten Fall ist es ja einfach nur, wenn man mit dem Computer das Ganze wieder zurücksetzen muss, aber mit den ganzen Rüstzeiten, die dabei sind und man muss den Tank dann auch einmal entleeren und wieder füllen, damit der Sensor überhaupt arbeiten kann, ist man da auch ganz schnell bei 600, 700, 800 Euro Werkstattkosten. Ich muss eins dazu sagen, kann man vermeiden. Seit dem Video habe ich, glaube ich, nur einen einzigen Kunden gehabt, der dann das AdBlue-Problem hatte. Ja. Und meine Kunden gucken sich die Videos auch an. Hat mich sehr gefreut, dass das bei einigen Kunden Kosten gespart hat. War sehr gut. Hat mich wirklich sehr gefreut. Finde ich auch wirklich klasse. Also ich erlebe das auch hier. Ich bin jetzt in der Zwischenzeit, weil Archie hat ja auch einmal meinen Urlaub gerettet. Auch das Video kann ich euch hier verlinken. Ja. Ne? Archie ist sehr, sehr gerne der Urlaubsretter. An dem Tag, wo ich hier zum Retten war, hatte er gerade auch ein anderes Ehepaar, die dann auch zufälligerweise in dieselbe Richtung dann in den Urlaub wollten wie ich. Wo er dann auch bei denen dann gerettet hat, weil da war es dann, ich glaube, nicht der Dieselpartikelfilter, sondern der Diesel-Cut, ne? Der da damals durchgegangen war. Genau, richtig, ja. Da war der Partikelfilter defekt und hatte auch andere Hintergründe. Und das haben wir dann mit dem Kunden gemeinsam gelöst bekommen und zum Glück in einen Zeitraum, wo der Kunde dann auch rechtzeitig den Urlaub noch antreten konnte. Genau, richtig. Und bei mir hat er gerettet, weil ich war selber trottelig und doof und habe mir meinen Außenspiegel abgefahren und das wirklich direkt am Tag, bevor es losgehen sollte. Ne? Und dann wäre dann ansonsten das lange Wochenende gewesen, wenn man dann also erstmal irgendwo anders hätte einen Termin haben sollen, das Teil bestellen, da wäre mein halber Urlaub weg gewesen, bevor ich dann überhaupt irgendwie losgekommen wäre. Hier, nee, ich habe das Teil auf Lager, komm morgen rum, wir machen das sofort. Stecken wir mal eben schnell in der Mittagspause mal kurz da einen neuen Spiegel ran. Hat meinen Urlaub gerettet. Also nochmal herzlichen Dank dafür. Gerne dafür und Thema Spiegel, ich glaube, da haben sich einige Wohnmobilkunden die Spiegel abgefahren, weil sie einfach manchmal zu lang sind oder auch die Baustellen momentan auf wenn es wirklich eng ist aufeinander. Ja. Ne? Also das bei mir war es einfach Dösbadeligkeit, kann man nicht anders sagen. Passiert. Das passiert, ne? Das passiert, definitiv. Gibt Schlimmeres. Ja. Ja. Was auch immer wieder erwähnenswert ist, also mich erreichen viele E-Mails, ihn erreichen viele E-Mails. Sehr viele, also was wir da alles draus erleben. Also schickt gerne weiter, weil wir helfen euch gerne und wir freuen uns auch darüber, wenn wir Feedback bekommen. So habe ich jetzt vor kurzem, das Foto kann ich euch hier mal einblenden, auch mal E-Mail aus Saudi-Arabien gekriegt. Da ist also einer tatsächlich mit seinem Fiat Ducato gerade auf Welttournee sozusagen und steckte mitten in der Wüste, also zwischen den Ortschaften, 80, 90 Kilometer bis zum nächsten Ort, ist durch ein schweres Schlagloch durchgefahren. Ja. Der Crash-Sensor hat zugeschlagen. Das Video dazu war, no, ihr wisst es, wird jetzt verlinkt. Hat dann vor Ort aber Internetempfang gehabt, hat gegoogelt nach, was kann das sein und so weiter, ist auf unser Video hier gestoßen mit dem Crash-Sensor und hat dann also explizit ein Dankeschön dann geschickt, dass er gesagt hat, Mensch Leute, ich stehe da mitten in der Wüste, der Motor geht aus, die Klimaanlage ist aus, meilenweit niemand, der mir helfen kann, aber ich habe Internet, ich finde euer Video und innerhalb von 2 Minuten läuft mein Auto wieder. Riesengroßes Dankeschön.
Das freut uns natürlich auch sehr, wenn wir mit unseren Videos da so ein kleines bisschen dann auch im Alltag jedem dann helfen können. Ne? Es freut mich auch sehr. Also ich habe in der Zwischenzeit sehr viele Neukunden kennengelernt, sehr viele Menschen kennengelernt, per E-Mail, per Telefon, die auch wirklich ganz, ganz sympathisch waren. Hat mich sehr gefreut, die neuen Menschen kennenzulernen. Und ich habe auch genauso einen Pannenhilfe gehabt, kurz vor 18 Uhr, wo ich dann nach Hause wollte, hat ein Kunde angerufen, der war dann in Polen und der ist dann auch über ein Schlagloch gefahren. Ich brauchte dann nicht weiterhin großartig was zu erzählen, weil ich ihm gesagt habe, guck Geh mal mal das auf Video, den auf dem Link. YouTube-Kanal, such mal nach dem Video und dann Genau. kannst du Und es genau angucken, wie es geht. Ganz ne? genau. Und der hat das Problem auch selber gelöst, hat mich dann natürlich auch sehr gefreut. Der Kunde war glücklich, ich war dadurch auch glücklich, logischerweise. Und Ja, das ist auch schwer, sowas am Telefon zu erklären. Ne? Wenn Sehr schwer, ja. Dann, Also die Stelle zu gehen Sie finden. mal da unten rein und sehen Sie da, nee, ich sehe nicht, Ja. ich erkenne das nicht. Mit dem Video ist es natürlich viel, viel einfacher, weil da wird das Schritt für Schritt gezeigt, da unten, die Abdeckung ist gemeint und dann in die Ecke gefilmt, da ist der Sensor. Genau. Das ist natürlich dann viel, viel leichter auch nachzuvollziehen, auch vom technischen Laien dann an der Stelle. Genau, richtig, ja. Und damit wissen wir dann jetzt auch, wie die Namensgeschichte eigentlich mal entstanden ist. Und ihr könnt euch jetzt freuen, weil wir sind jetzt gerade für den 3. Dreh da. Hachi hat einiges vorbereitet, das finde ich total lobenswert, weil er macht sich selber aktiv Gedanken darüber, was sind Themen, die euch helfen, die auch verhindern, dass teure Schäden entstehen und kommt damit aktiv auf mich zu. Hast du Zeit? Ich habe mal wieder so 2, 3 Themen. Heute machen wir das, es ist heute Vatertag. Da ist die Werkstatt leer, da können wir dann also freischalten und walten. Richtig. Und ihr könnt euch jetzt freuen über ein paar neue Videos, die wir hier jetzt aus der Werkstatt zusammenbringen. Eins muss ich noch sagen, einige Kunden, Neukunden, die dann auf mich zugekommen sind, weil ich halt in der Werkstatt die Arbeit selber ausgeführt habe im Video. Es kommt natürlich nicht immer dazu, dass ich in der Werkstatt arbeite, weil ich hier im Büro genug anders zu tun habe. Du bist der Geschäftsführer hier. Genau, ne? richtig, Also ja. da sind einige Arbeiten außerhalb der Werkstatt. Genau. Ja? Aber ich könnte euch genauso darauf verlassen, dass ich bin genauso gut, wie meine Leute gut sind. Ja. Also das kann ich euch nur sagen. Und das kann ich bestätigen, auch wenn sie nicht in die Kamera wollten. Aber Ja. ich habe denen ja wirklich auf die Finger gucken können hier während der Drehs. Hier wird wirklich sehr gewissenhaft gearbeitet. Ne? Also wenn da irgendwo mal ein Fragezeichen entsteht, dann wird auch im Zweifelsfall erstmal nochmal nachgefragt, sag mal, da und da ist das und das, soll ich das wirklich so oder machen wir doch besser was anderes? Genau, richtig, ja. Also das ist wirklich hier auch ein tolles Arbeitsklima, Betriebsklima. Ne? Das denke ich mal. Also bis jetzt kein Negatives von meinen Mitarbeitern so direkt bekommen. Ja. Wirst du auch nicht, gehe ich fest von aus. Ich hoffe mal. Ja. So, ihr könnt euch freuen, wie gesagt, auf eine ganze Videoreihe, die dann jetzt wieder kommt, was wir heute jetzt alles so abdrehen. Das wird dann so in der nächsten Zeit dann nach und nach dann hier auf dem Kanal dann kommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael und Euer Hachi. bis zum nächsten Mal.